Ein wunderschöner Wintertag hier am Eschenfluss. Ich gehe gleich auf die Pirsch, aber bevor ich das mache, erzähle ich euch, was ich mir heute ausgesucht habe aus der Patagonia-Familie. Und zwar möchte ich euch vorstellen die R1 Thermal-Serie. Die R1 Thermal-Serie, wie der Name schon andeutet, besteht aus Stücken, die gemacht sind, um euch bei niedrigen Temperaturen, bei kaltem Wasser warm zu halten. Aber Achtung, der Name könnte leicht täuschen. Ich finde nämlich, dass es sich hierbei um Produkte mit einer sehr hohen Vielseitigkeit und Flexibilität handelt, die ihr wirklich die ganze Saison hindurch nutzen könnt. Die R1 Thermal Serie von Patagonia besteht insgesamt aus 4 verschiedenen Teilen, die ihr bei uns im Shop findet. Das Ganze startet mit der R1 Thermal Bottoms, also einer Hose, und 3 verschiedenen Oberteilen, dem Crew, der Jacket und dem Full Zip Hoodie. Fangen wir einfach mal mit der R1 Thermal Bottoms an. Insgesamt, wie alle Teile aus der R1-Serie, würde ich sagen, dass ihr diese Teile sowohl als Base Layer als auch als Mid Layer tragen könnt. Und als Mid Layer finde ich sie noch besser geeignet. An Tagen wie heute kombiniere ich zum Beispiel die Hose und auch die Oberteile mit einem eng anliegenden Base Layer und wähle deswegen eine Größe, die nicht zu tight sitzt. Ich habe mich jetzt hier für L und M entschieden und das finde ich bei mir wirklich passend. Ja, die R1 Thermal Bottoms ist eine Hose, die schöne eng anliegende Bündchen unten hat. Das heißt, wenn ihr in die Badhose steigt, rutscht nichts nach oben. Und wie alle Teile aus der Serie habt ihr auf der Innenseite diese sehr, sehr flauschige Micro-Gitter-Fließstruktur. Also ein sehr, sehr feines, weiches Vlies, was man eben auch zum Beispiel hier bei der Hose direkt auf der Haut tragen könnte. Also auch das ist durchaus möglich. Ihr habt natürlich einen Saum, den ihr verstellen könnt. Und was ich cool finde an der Hose noch, eine gesipperte Tasche, also da nochmal Kleinteile unterbringen, die nicht verloren gehen dürfen. Also insgesamt eine sehr, sehr vielseitige Mid-Layer-Hose, wie ich finde, die ihr die ganze Saison hindurch tragen könnt. An kalten Tagen wie heute in Kombination mit einem eng anliegenden Base-Layer und wenn es dann ein bisschen wärmer wird, alleine unter eurer Hose direkt getragen. Ja, die 3 Oberteile, auch hier gilt auf jeden Fall, mit dem Micro-Gitter-Vlies super angenehm auf der Haut zu tragen, aber ich persönlich präferiere das Ganze in Kombination mit einem Base-Layer. Ja, der Crewneck ist so der Klassiker, würde ich sagen, so ein normaler Sweater-Schnitt, aber ein paar kleine technische Features, zum Beispiel die elastischen, eng anliegenden Bündchen, also auch da super, damit nichts nach oben rutscht. Wenn ihr einen Fisch landet, könnt ihr das Ganze nach oben schieben und es bleibt in Position. Oder so Kleinigkeiten wie hier eine kleine Zipper-Pocket auf der Brust, wo ihr nochmal Vorfachmaterialien oder Ähnliches unterbringen könnt. Ja, also wirklich ein vielseitiges Piece, was ihr auch im Alltag problemlos einsetzen könnt. Wirklich schön geschnitten, super angenehm zu tragen. Ja, die beiden Teile hier sind noch ein bisschen technischer, haben noch ein paar mehr Details. Zum Beispiel die Jacket hier hat neben der Zippertasche auf der Brust nochmal 2 Zippertaschen hier unten. Und die Bündchen sind ein bisschen anders, ihr seht das. Auch ein bisschen stretchy, liegen gut an, lassen sich nach oben schieben und bleiben in Position. Und insgesamt, das ganze Material ist relativ elastisch. Es handelt sich hierbei um das bekannte Techno-Stretch-Material von Patagonia, also ein Polyestermaterial aus zu über 90% recyceltem Polyester und hat einen sehr hohen Stretch-Anteil. Dadurch ist diese Serie natürlich super geeignet beim Werfen, weil sie sich euren Bewegungen anpasst. Ist insgesamt für alle Aktivitäten geeignet, wo ihr in Bewegung seid. Ja, der hoch abschließende Kragen hier auch natürlich nochmal mit diesem schön abgesetzten Zipper. Das Ganze also wirklich schön warm um euren Hals rum und auf der Innenseite habt ihr auch nochmal hier dieses Techno-Stretch-Material. Insgesamt zu dem Material kann man noch sagen, dass es eine windabweisende Funktion hat. Also es ist nicht nur wärmend, sondern schützt euch auch noch vor Wind, so wie heute, leichte, kühle Brise. Da wird das Ganze mit Sicherheit helfen, damit ich nicht friere. Ja, und jetzt kommt hier so das Hero-Piece aus der Serie. Der Full-Zip-Hoodie funktioniert natürlich genauso wie die Jacket mit dem langen, durchgehenden Reißverschluss. Wir haben 2 Brusttaschen, auch hier mit dem kleinen Zip. Und auch hier ein cooles Feature, was das Ganze zu einem sehr technischen Produkt macht. Ihr habt hier nochmal diese Daumenschlaufen. Das heißt, optional, wenn ihr wollt, könnt ihr euren Daumen einführen und habt dann hier eure Handrückseite bestens gewärmt. Also nochmal an kalten Tagen die Möglichkeit, eure Hand hier ein bisschen zusätzlich
zu schützen und zu wärmen. Ja, und last but not least natürlich der schöne große Hoodie. Auch hier elastisches Material, liegt also wunderbar eng am Kopf, kann der über eure Mütze, über eure Kappe ziehen und stört euer Sichtfeld nicht, weil es wirklich sehr anatomisch geschnitten ist. Und auch hier seht ihr diesen schönen Saumabschluss, also wirklich alles toll verarbeitet, so wie wir das von Patagonia kennen. Ja, insgesamt würde ich sagen, die R1 Thermal Serie von Patagonia, bitte nicht vom Namen verwirren lassen. Das Ganze ist sehr, sehr vielseitig. Für die ganze Saison könnt ihr das nutzen, nicht nur an den kalten Tagen wie heute. Und ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt den Hoodie, schmeiß mich in die Bottoms und dann ab ins kalte Wasser. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Teile in der Praxis performen.